Hallo, willkommen bei Case King TV zu einem weiteren Interview. Letztes Mal hatten wir ja schon eine Firma zu Besuch. Heute haben wir die Mel von Foxconn da. Hallo Mel. Und ja, Mel, stell dich am besten kurz vor, was du bei Foxconn machst und für viele vielleicht auch noch nicht so bekannt, was macht Foxconn alles? Wer ist Foxconn? Ja, also mein Name ist Melanie Grunewald. Ich bin bei der Firma Foxconn für den Channel zuständig, das heißt für die Betreuung der Distribution sowie für den Fachhandel als auch für die Endkunden. Foxconn selber ist eine Firma, die mit über 1 Million Mitarbeitern der größte Hersteller im IT-Bereich ist. Wir kommen aus dem Bereich OEM, das heißt, wir bauen für Firmen wie Apple, HP, Fujitsu, Siemens und haben uns vor einigen Jahren dazu entschlossen, auch selber in den Channel mit einer eigenen Marke reinzugehen. Das heißt, hinter der Firma Foxconn, hinter der Marke Foxconn, verbirgt sich die Firma Honhai Group, die bereits seit den 70er Jahren erfolgreich im Geschäft ist, mit Kleinteilen angefangen hat und sich heute bis hin zu High-End-Produkten weiter formiert hat. Okay. Ja, also ich denke, viele von euch kennen Produkte, die bei euch bei Foxconn hergestellt wurden, schon von früher. Jetzt hast du uns ja das neueste Mainboard von euch mitgebracht, basierend auf dem P67-Chipsatz, lang erwartet schon, aus der Quantum Force-Reihe. Die Vorgänger, die vielleicht einige von euch kennen, sind das Flaming Blade mit dem X58-Chipsatz oder auch das Katana. Das hatte einen P55-Chipsatz. Und ja, was habt ihr bei dem Quantum Force, bei dem P67er jetzt mit reingemacht? Was sind da jetzt die Besonderheiten? Was ist da jetzt an neuen Features dabei? Okay, also Quantum Force definiert sich bei uns ganz klar, das ist unsere Gaming-Reihe, die wir halt führen im Mainboard-Bereich. Das Flaming Blade basiert natürlich auf einem X58-Chipsatz mit einem 1366er Sockel, ist also schon eine ganz andere Geschichte. Das Inferno Katana, wie du bereits gesagt hast, war quasi der Vorgänger des P67, Quantum Force Rattler, wie wir es fein nennen. Die Features hier sind, dass wir auch hier wieder ein Dual BIOS haben, allerdings mit 3 BIOS-Chipsätzen. Das heißt, einer davon ist zuständig für die Firmware alleine, die beiden anderen werden im Dual-Core genutzt. Wir haben einen Overclocking-Schalter, wir haben 2x LAN, eine vernünftige passive Kühlung des Chipsatzes und natürlich auch 2x PCI 16-fach, womit dann eben Crossfire und auch SLI möglich sein wird. Okay. SLI, da war ich mir gar nicht sicher, ob das SLI auch macht, aber das ist super, ja. Sehr schön. Also egal, ob man AMD-Grafikkarte hat oder Nvidia, beide können mit 2 Grafikkarten betrieben werden. Das ist super. Ja, das Board ist für Overclocking ausgelegt. Der Overclocking-Schalter, da kann man also im Grunde genommen direkt einfach durch Umlegen eines Schalters sich Overclocking-Einstellungen machen und damit dann direkt übertakten den CPU. Genau so ist es. Okay, das ja, denke ich, wird für viele sehr interessant sein. Da könnt ihr euch eure Profile erstellen, wenn er dann, es ist ja nun mal ein Gaming-Mainboard, ob ihr im normalen Windows-Betrieb seid oder dann halt für Spiele was machen wollt, einfach kurz runterfahren, Schalter umlegen und los geht's. Und dann Booster. Hervorragend, das ist ja mal super. Was mir aufgefallen ist bei euren Gaming-Mainboards, ist ganz einfach, die sind preislich relativ interessant. Im Gegensatz zu vielen anderen Mainboards, die so für Overclocker ausgelegt sind, wo ich häufig Preise gesehen habe zwischen 250, 300 Euro oder teilweise noch mehr. Dieses Board, ich weiß jetzt nicht genau, wo es liegen wird, aber das Flaming Blade, das Katana, die waren beide so im Preisrahmen 150 bis 200 Euro. Genau. Wo kommt der Preis her? Weil ihr macht ja nun auch keine anderen Chipsätze rauf. Wo bleibt der Preis? Es liegt natürlich daran, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auch im Bereich der Quantum Force Serie, also sprich im Enthusiasten- und Gamer-Bereich, speziell auf die Basis, die ein Overclocker benötigt. Das heißt, wir bundeln natürlich nicht mit teuren Spielen, wir haben nicht überschwängliches Accessory dabei, sondern sagen ganz einfach, okay, die Basic, das, was ein Overclocker und ein Enthusiast haben möchte, ist dem Board beigefügt und somit senken wir natürlich den Endpreis des Kunden. Auch dieses Board wird wieder im Bereich um die 150 Euro für das Endkunden liegen. Von daher denke ich, ist das auch schon die beste Alternative, weil das, was man möchte, bekommt man mit dem Board und hält sich halt mit diesen ganzen Accessories ziemlich begrenzt. Okay, klar. Das macht natürlich Sinn. Also gerade Sachen, die ich gar nicht brauche, wenn ich overclocke oder wenn ich der Gamer bin, kann ich natürlich auf andere Features verzichten. Dafür Doppel-LAN und die Overclocking-Eigenschaften sind natürlich super dann. Wohin wird sich
euer Bereich so grundsätzlich entwickeln? Ihr habt ja vorher nur Mainboards gemacht, jetzt haben wir ja auch, wie wir dort rechts noch stehen haben, eine Netbox, also HTPC-Geschichten, kleine PCs, die man sich irgendwo schön hinstellen kann, als Media-PC oder als andere Anwendung. Geht ihr ein bisschen weg vom Mainboard-Markt? Macht ihr mehr Netboxen? Werden die Mainboards eher spezialisiert sein? Wohin geht Foxconn in der Richtung? Also unser Hauptgeschäft ist und bleibt natürlich das Mainboard. Dennoch versuchen wir natürlich uns auch weiterhin anderen Segmenten zu widmen, was wir mit den Nettops natürlich sehr gut geschafft haben. Die Nettops gliedern sich schon im HT-PC-Bereich ein. Aktuell haben wir eine Nvidia-Box, die sich in dem Bereich noch darstellt. Das nächste Modell wird ein Fusion-Modell sein, auf AMD basierend. Wir haben Intel-Sachen und wollen damit natürlich auch Segmente ansteuern, die speziell auf kleine PCs ausgelegt sind, wie Arztpraxen und so weiter, aber natürlich auch im Bereich Home Entertainment, wo wir uns damit dann auch setteln wollen. Natürlich bauen wir den Bereich weiter aus. Wir haben neben den Netboxen, die wir jetzt hier sehen, auch PCs im Bereich Mini-ITX, Chassis inklusive Barebone, also sprich mit Board, Power Supply und dem Case direkt zusammen. Also diese Bereiche werden wir auch weiterhin ausbauen. Alle Möglichkeiten, die sich da geben, Foxconn ist nun mal ziemlich groß und beliefert bereits Leute, wie bereits gesagt, Apple, und alles ist nicht ausgeschlossen. Also die Bereiche werden sich ständig erweitern. Okay, werden wir natürlich auch alles hier bei Case King dann sofort haben, wenn es rauskommt. Gar keine Frage, wir sind auch mit die Ersten, die dieses Board hier zu Gesicht bekommen. Konntet ihr, wenn ihr da wart, auch schon auf der CeBIT natürlich sehen. Wir haben es hier speziell mal für diesen Interviewtermin herbekommen. Muss auch gleich am Montag wieder zurück zu Foxconn. Muss ich Sorge für tragen, dass ich es nicht aus Versehen an meine Heimadresse schicke. Ne, ich bemühe mich, aber ist natürlich schon schön, mal was zum Rumspielen wieder zu haben. Wie sieht das ansonsten aus? Ihr seid ja ein sehr, sehr großer Hersteller. Ihr arbeitet mit Intel zusammen mit anderen großen Firmen. Dell habe ich gehört. Viele warten ja zum Beispiel, nehmen wir mal nur mal ein Beispiel, fürs große Ganze, der USB 3.0 Standard, der überall jetzt schon zu finden ist auf Mainboards, aber was alle vermissen, sind beispielsweise interne Steckplätze. Alle fragen sich, Mensch, ich muss in allen Gehäusen, habe ich im Moment die Kabel dabei, die ich hinten rausführe und dann ans Mainboard anschließe. Wann kommt da ein interner Standard? Habt ihr da überhaupt eine Einflussnahme? Seid ihr da dran? Und wie bezieht sich das auf andere? Also habt ihr da überhaupt Möglichkeiten, Druck zu machen, oder ist das völlig abwegig gedacht? Na, es ist schon, dass solche Standards bei Foxconn natürlich mit als erstes da sein werden. Das liegt natürlich auch daran, weil wir die Großen alle beliefern und gerade, wie du schon sagtest, Leute wie Dell, HP, Fujitsu, Siemens, die werden auch die Ersten sein, die komplette Systeme so bauen werden. Das heißt, bei uns würden schon die Standards als erstes laufen. So richtig Einfluss auf neue Technologien, die nicht direkt auch bei uns gemacht werden, ist immer sehr schwierig natürlich. Aber das gilt für jeden Hersteller. Aber sei dir gewiss, wenn die Sachen dann ready to go sind, dann werden sie auch bei Foxconn als erstes da sein. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich vielmals, Mel, bei dir für das Interview. Wie ihr seht, selbst bei Foxconn ist nicht Standard. Das gilt ganz besonders natürlich für uns bei Case King und ich freue mich auf das nächste Interview. Seid wieder dabei, wenn es hier auf Case King TV heißt, nichts ist Standard.